Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute wollen wir über das Krokodil reden. Wie, haben wir schon? Nein, haben wir natürlich nicht, weil heute wollen wir über dieses Krokodil reden. Ob es das eine Anschaffung wert ist, das will ich euch gerne zeigen. Ungefähr 200 Teile weniger, aber dafür kostet es auch nur die Hälfte im Vergleich zum Lego-Krokodil. Es kommt im Vergleich zum Lego-Krokodil auch in diesem relativ unspektakulären Karton. Wir wissen, was drin ist, weil man es uns hier drauf schreibt. Und so ein bisschen Blabla. Kennen wir alles, haben wir oft genug darüber gesprochen. Machen wir den Karton mal lieber auf und gucken rein. Das dürfte nämlich wesentlich interessanter sein, als uns jetzt stundenlang diesen Karton anzugucken. Unspektakulär wie eh und je purzeln uns hier ein paar Kartons aus den Kartons, unsichtbare Kartons in Raschelfolie. Bevor das Ganze jetzt alles wieder viel zu laut wird, hole ich mal meine Schüsseln raus, verteile das Ganze und dann gucken wir mal, ob es irgendetwas gibt, wo man noch drüber reden müsste. Überhaupt nichts Auffälliges, außer dass ich hier zwei Teile im Karton hatte, die auch augenscheinlich irgendwie daneben gelegt oder dazugelegt wurden, weil hier sind noch mehr davon. Aber diese Tüte war definitiv zu. Da habe ich drauf geachtet, weil das hatte ich schon mal, dass ich dachte, es sind Teile dazugelegt worden. Aber dann war es nur eine offen gerissene Tüte. Hier waren alle Tüten definitiv verschlossen. Zwei Teile lagen einzeln im Karton. Versehen, Absicht, keine Ahnung. Ich nehme mal die beiden und lege sie wieder hier so ein bisschen an die Seite. Das mache ich ja ganz gerne. Dann sehe ich, werden sie gebraucht oder haben die sich irgendwie nur dazu geschlichen. Es sind wieder Blue Bricks mit dabei. Freut mich ja immer sehr, wenn so eine Firma auch sagt, so, wir haben den Namen und diesen Namen lassen wir auch in unsere Modelle mit einfließen. Passiert nicht immer, aber man sieht es doch regelmäßig. Und ansonsten bin ich persönlich jetzt extrem aufgeregt und auch sicherlich sehr gespannt, was dieses Krokodil, was ja wirklich nur die Hälfte kostet, aber auch nur unwesentlich weniger Teile hat, was es uns bringt. Vorwegnehmen kann ich noch, es kann in zwei Arten gebaut werden, einmal als Standmodell und einmal als Fahrmodell. Was ich baue, dürfte klar sein. Ich werde euch allgemein das Standmodell zeigen und deswegen quatschen wir jetzt mal nicht lange rum. Ich will wissen, wie es ist.
62 Bauschritte und der mittlere Teil, der jetzt aktuell vielleicht mehr an eine alte Straßenbahn erinnert, ist fertig. Die Klemmkraft bis hierhin, muss ich gleich sagen, super. Wirklich super. Gibt alles her, was man für dieses Modell benötigt. Hier ist wieder einiges, wir kennen das, hier geht es um Design, da hängt einiges nur an einer Noppe, aber das hält. Das Dach möchte ich jetzt nicht unbedingt abmachen müssen, weil das ist wirklich, wir kennen das, es sitzt immer ganz gerne unter Spannung hier drin. Ihr habt es im Speedbild gesehen, hier sind viele, viele blaue Teile reingekommen, die simulieren die Batteriebox. Sitzt hier drin, zwecks Motorisierung. Das Dach ist aber auch wirklich, wirklich stramm. Also hier drin, jetzt tut sich was. Jetzt tut sich was. Zwar nicht der gewünschte Erfolg, weil viel mehr abgeht, als ich das möchte, aber ich hatte es ja gesagt, die Klemmkraft, die ist ausreichend für das Modell. Hier könnt ihr es jetzt sehen. Also hier ist diese Akkubox drin und selbst die sitzt sehr, sehr stramm. So ist sie hier draus. Ihr könnt das Ganze also motorisieren, wenn ihr das so weit möchtet. Schwupps, da ist er drin. Einmal kurz hier so ein bisschen ausgerichtet und dann geht das Dach, oder das sollte das Dach auch mühelos wieder drauf gehen. Hier mal so ein bisschen zwischen die Pantographen gedrückt. Danach wieder ausgerichtet und schon hat man es. Mir ist das Ganze zu fummelig und bei mir kommt das auch ins Regal, das wisst ihr. Ich wollte es euch nur mal kurz gezeigt haben. Einen Vergleich mit dem Lego Krokodil werde ich an dieser Stelle definitiv noch nicht machen. Ich weiß gar nicht, seht ihr die bei mir im Hintergrund stehen? Nein, ihr seht sie nicht stehen. Wo habe ich sie überhaupt stehen? Ich habe sie schon gar nicht mehr, ich habe sie verschenkt. Warum habe ich hier, ach da oben steht sie, nein, ihr könnt sie definitiv noch nicht sehen. Kümmern wir uns dann später drum. Fehlteile bis hierhin keine und falls ihr euch wundert, warum ich schon die Räder hier drunter habe, weil ich das doch normalerweise nicht mache, weil ich mag das nicht, wenn ich hier was baue und dann rollt mir das ständig weg. Hier sitzt so viel drunter, ich hätte ja so, mindestens so hoch unterbauen müssen. Das war mir dann auch zu viel, habe ich nicht gemacht. Was ich euch aber mal zeigen kann, das geht relativ schnell weg. Also wenn ihr das seht, das wollte ich nicht alles unterbauen, deswegen habe ich das direkt mit den Rädern zusammengebaut. So konnte ich mir dann sicher sein, das Ganze steht vernünftig. Man muss es dann halt festhalten beim Bauen. So, bis hierhin ist die Zeit rasend schnell vergangen. Jetzt kommen noch die beiden Vorderteile. Ich denke mal, kennen wir auch vom Lego Krokodil her, kann man, was jetzt kommt, alles gleich mal 2 bauen. Dann hat man das vordere und hintere Teil von der Krokodil dann auch fertig. Von dem Krokodil, der Krokodil, die Lok, die Krokodil, also die Lok, die Krokodil. Also gar nicht großartig lange herumgeredet, sondern losbauen.
121 Bauschritte und da steht sie vor mir. Zweifelsfrei Krokodil. Gleich vorweg, wenn man sie als Displaymodell nimmt mit dem Gestänge, das ist nicht unbedingt das Optimale. Hier ist ja noch das Gestänge für die Fahrerei mit dabei. Ich lege es mal einfach nur hier hin. Da dürfte das dann ein wesentlich stabileres Bild auf der Gleisanlage geben. Hier vorne leider nicht. Also das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wackelig und fragil. Ändert sich nichts dran. Es ist ein Krokodil. Jetzt werde ich auch noch zum Poet hier. Ich sollte das Gewerbe wechseln. Die Steinequalität durchaus in Ordnung für dieses Set. Beim Bauen selber habe ich teilweise echt bezweifelt, dass das Ganze hier halten kann. Wie immer liegen bei den Steinen Freud und Leid sehr dicht beieinander. Und wenn es um das Fahren geht, müsste man hier und da ein klein wenig abändern. Da führt auch überhaupt kein Weg dran vorbei. Die Größe der Pantographen finde ich persönlich bei dieser Lok sehr gelungen. Ich stelle es mal ein bisschen schräg und dann nehmen wir mal erst mit dabei, weil ich denke mal, das ist ja wirklich das, was einige bewegt und umtreibt. Das ist, ich muss es nach hier hinziehen, so. Welches ist die schönere Lok? Schön sind sie beide, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Spaß beim Bauen war bei beiden gleich groß. Kritikpunkt bei der Lok ist wirklich der Spalt hier vorne. Hier gibt es auch einen Spalt, der ist dann aber schon um einiges kleiner. Hier ist man näher ran. Wobei man aber auch sagen muss, das Krokodil ist ein klein wenig kleiner. Wenn ich das nochmal hier hinstelle, also sie sind beide gleich lang. Die Lego Lok ein wenig höher, die Bluebricks Lok ein bisschen kleiner. Ich hatte hier spaßeshalber mal einen Waggon dahinter gehangen und hatte auch gleich gesagt, das passt überhaupt nicht zueinander. Die ist zu groß. Daher gefällt mir die hier definitiv besser als das Modell von Lego. Das Lego-Modell ist ein schönes Display-Modell. Die Pantographen stören ein wenig von der Größe, gebe ich zu. Deswegen sind die bei mir normalerweise auch runtergedrückt, dann fällt es nicht so auf. Das stimmigere Bild steht definitiv hier in grün vor mir. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Und wenn ich dann auch noch berücksichtige, dass diese Lok mehr oder weniger wirklich nur die Hälfte kostet und ich jetzt, hier sind keine Exotensteine drin, nochmal den einen oder anderen Stein austausche gegen den Lego-Stein, damit sie ein klein wenig stabiler wird, um den Fahrbetrieb vernünftig meistern zu können, da ist die dann definitiv zu teuer. Da kauft euch lieber zwei von denen, kostet das gleiche wie diese hier. Ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, es wird jetzt viele Kommentare geben, die sagen, was laberst du da für einen Müll? Es kann nur die Lego-Lok gut sein. Es geht gar nicht anders. Sie ist gut, um Gottes Willen. Ich will diese Lok nicht schlecht machen, aber wenn ich jetzt die Überlegung aufgreife, bisschen unstimmig, passt optisch ein klein bisschen besser, kostet nur die Hälfte. Da muss ich nicht lange überlegen. Da ist und das hier definitiv ein schönes Display-Modell. Auch wenn ich jetzt das Display, wo sie drauf steht, mal abziehe, ist sie immer noch nicht doppelt so teuer. Machen wir uns nichts vor. Ich denke mal, das wird hier wieder Lizenzprobleme sein. Lizenzen, großes Thema bei Lego. Überall muss für bezahlt werden. Vielleicht ist es auch da. Krokodil, muss man Lizenz bezahlen. Scherz am Rande, glaube ich natürlich nicht. Also, mit ein bisschen Umbauen haben wir hier eine schöne Lok. Überhaupt kein Thema. Dann ist es auch eine Lok, die fest ist. Motorisieren können wir sie auch. Und ab dafür. Das ist das, was ich darüber denke. Einiges an Teilen ist übrig geblieben. Ich habe es in letzter Zeit mal immer angesprochen. Oh, ein Teller kaputt. Darum nehme ich sie aus Pappe. Können recycelt werden und die Welt ist in Ordnung. Hier sind diesmal keine Teile dabei, die man nicht braucht. Ich habe da mal drüber diskutiert oder ich habe es mal angesprochen und ihr habt natürlich auch sofort euren Kommentar drunter gegeben und sagt, hey, dann werden schon Steine dabei gewesen sein, wo im Nachhinein die Bauanleitung geändert wurde.
stimme ich zu. Das mag definitiv so sein. Trotz alledem sind das Kosten, die sich irgendwo niederschlagen, weil jeder Stein, der hier drin ist, der will auch irgendwo bezahlt sein. Dass die Maschine einen gesunden Auswurf hat, wo immer mal was zu viel dabei ist, das ist ein altes Thema, das weiß man mittlerweile, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich immer Steine dabei bekomme, die ich gar nicht brauche, der Schwabe sagt, es hat ein Geschmäckle. Gut, das nochmal dazu. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare. Stehe ich alleine da mit meiner Meinung, dass ich sage, das hier ist das schönere Krokodil, oder zerfetzt ihr mich jetzt in die Luft, weil ich sage, das ist das schönere Krokodil? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und damit verabschiede ich mich dann auch für heute mal wieder. Hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit geschenkt habt und bis zu meinem nächsten Video muss ich sagen, bleibt bitte gesund.